Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben und einer Serie über Verben. In Folge 1 sprechen wir über Allgemeines. Denk daran, dass meine Videos über Untertitel verfügen, die dir vielleicht etwas helfen. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's. Verben beschreiben eine Tätigkeit, einen Verlauf oder einen Zustand. Beispiele für eine Tätigkeit sind die Verben schreiben, essen oder kochen. Die Verben fliegen, fahren oder kommen beschreiben dagegen einen Verlauf. Schlafen, leben und lieben beschreiben einen Zustand. Verben schreibst du in den meisten Fällen klein. Nur am Satzanfang oder bei einer Substantivierung schreibst du das Verb groß. Substantivierte Verben sind immer sächlich. Im Satz ist das Verb das Prädikat. Es erklärt dir, was jemand oder etwas macht. Sehen wir uns dies an einem Beispiel an. Peter lernt Deutsch. Was macht Peter? Er lernt. Verben haben unterschiedliche Eigenschaften. Wir unterteilen sie aus diesem Grund in verschiedene Gruppen. In meiner Videoreihe werde ich dir regelmäßige, unregelmäßige, gemischte, trennbare und untrennbare Verben vorstellen. Alle Verben besitzen einen Wortstamm und eine Endung, die du anpassen musst. Das nennen wir Konjugieren. Einige andere Verben besitzen auch ein Präfix. Sehen wir uns das Verb kaufen näher an. Kaufen ist ein Verb im Präsens. Das ist wichtig. Der Wortstamm des Verbes kaufen heißt Kauf. Wenn wir das Verb kaufen konjugieren, hört sich das so an. Ich kaufe, du kaufst, er sie es kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie und sie kaufen. Mit den Präfixen ein und ver kannst du die Verben einkaufen und verkaufen bilden. Allerdings musst du sie unterschiedlich konjugieren. Ich kaufe ein, du kaufst ein, ich verkaufe, du verkaufst. Doch warum ist es wichtig, dass du ein Verb konjugieren kannst? Nun, du musst das Verb immer an die Person und den Numerus des Subjektes anpassen. Unter Numeri verstehen wir die Unterscheidung zwischen Einzahl und Mehrzahl. Bei Person unterscheiden wir den Sprecher, ich in der Einzahl und wir in der Mehrzahl, den Angesprochenen, du und sie in der Einzahl, ihr und sie in der Mehrzahl und die besprochenen Personen oder Dinge, er, sie, es in der Einzahl und sie in der Mehrzahl. Du musst ein Verb immer in die richtige Zeitform setzen. Sehen wir uns hier den Satz Peter lernt Deutsch erneut an. Dieser Satz steht im Präsens. Im Perfekt heißt er Peter hat Deutsch gelernt. Im Plusquamperfekt Peter hatte Deutsch gelernt. Im Präteritum Peter lernte Deutsch. Im Futur 1 Peter wird Deutsch lernen. Im Futur 2 Peter wird Deutsch gelernt haben. Du kannst den Modus eines Verbes und damit die Art und Weise, wie du etwas sagen möchtest, ändern. Im Deutschen unterscheiden wir zwischen Indikativ, Imperativ sowie Konjunktiv 1 und 2. Der Indikativ beschreibt die Wirklichkeit. Ich lerne Deutsch. Den Imperativ nennen wir auch Befehlsform und verwenden ihn auch dann, wenn wir einen Rat oder Hinweis geben. Ein Beispiel: Lern Deutsch. Der Konjunktiv 2 beschreibt eine Möglichkeit, einen Wunsch oder einen Traum. Ich würde Deutsch lernen. Das Genus Verbi beschreibt die Art und Weise der Handlung. Im Deutschen unterscheiden wir zwischen dem Aktiv und zwei Formen des Passiv. Ein Beispiel: Peter
lernt Deutsch ist ein Aktivsatz, weil das Subjekt, nämlich Peter, im Mittelpunkt steht. Im Passiv heißt es Deutsch wird gelernt oder Deutsch ist gelernt. Hier steht das Objekt Deutsch im Mittelpunkt und das Subjekt, nämlich Peter, fehlt. Allerdings darfst du das Subjekt auch im Dativ erwähnen. Deutsch wird von Peter gelernt oder Deutsch ist von Peter gelernt. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind am Ende der ersten Folge mit Wissenswerten über Verben angelangt. In der nächsten Folge geht es um die Merkmale der regelmäßigen Verben. Wir lernen diese zu konjugieren und warum es so wichtig ist, sie zu erkennen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Ben.